Fällt es dir auch manchmal schwer, Entscheidungen zu treffen? Oder wüsstest du gerne, worauf du bei wichtigen Entscheidungen achten musst? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn wenn du für ein paar kurze Minuten deine volle Aufmerksamkeit auf das Video richtest, stelle ich dir einen kurzen Leitfaden für wichtige Entscheidungen vor. Also leg doch alle möglichen Ablenkungen beiseite, damit du persönlich am meisten davon hast. Also, was hat es nun mit Entscheidungen auf sich? Entscheidungen zu treffen ist eine der Hauptaufgaben von Führungskräften, unabhängig von Rolle, Rang oder Titel. Das sagt Fredmund Malik. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, berät Führungskräfte und hat 7 Schritte entwickelt, die bei Entscheidungen wichtig sind. Der erste Schritt ist dabei die präzise Bestimmung des Problems. Nimm dir dafür ausreichend Zeit und sei gründlich. Du darfst dich nicht mit Symptomen oder Meinungen zufrieden geben. Stattdessen musst du die wirklichen Tatsachen und Ursachen hinter den Symptomen und Meinungen erforschen. Denn nur wenn du das wirkliche Problem kennst, kannst du später gute Entscheidungen treffen. Danach musst du erarbeiten, welche Anforderungen die Entscheidung erfüllen muss. Überlege dir, was wirklich wichtig ist, um das Problem zu lösen. Und bestimme das Minimum an Kriterien, welche die Entscheidungen erfüllen muss. Gehe dabei keine Kompromisse ein, sondern formuliere klar einen minimalen Idealzustand. Nun kannst du nach Entscheidungsalternativen suchen. Begnüge dich nicht mit den erstbesten Alternativen, die dir einfallen. Nimm dir Zeit, möglichst viele Alternativen herauszuarbeiten. Vergiss dabei auch nicht den Status quo, denn auch alles so zu belassen, wie es ist eine Option. Nur wenn du wirklich alle Entscheidungsoptionen kennst, kannst du nachher auch eine gute Wahl treffen. Jetzt musst du die Folgen und Risiken jeder Alternative erarbeiten. Das ist mit Sicherheit der aufwendigste Teil des ganzen Prozesses. Hierbei kannst du auch nochmal deine minimalen Anforderungen zur Rate ziehen. Erst nachdem du die vorherigen Schritte abgeschlossen hast, kannst du den Entschluss treffen. Triff die Entscheidung nicht zwischen Tür und Angel, sondern nimm dir bewusst Zeit dafür. Reflektiere nochmal deine Ergebnisse der bisherigen Schritte und hör auf deine innere Stimme. Entscheide dich für die Alternative, die dein Problem am besten löst. Nun musst du die Entscheidung realisieren. Notiere dir am besten schriftlich, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Entscheidung umzusetzen. Und lege Termine fest, bis zu denen du die Maßnahmen umgesetzt haben willst. Wenn du die Maßnahmen nicht selbst umsetzt, notiere auch, wer sie stattdessen umsetzt. Im letzten Schritt musst du Feedback und Follow-up etablieren, denn du musst die Realisierung deiner Entscheidung stetig im Blick behalten, solange bis diese komplett abgeschlossen ist. Nun haben wir die 7 Schritte von Entscheidungen erschlossen. Ich hoffe, dass diese dir helfen, zukünftig Entscheidungen besser zu treffen und auch umzusetzen. Umso weitreichender die Entscheidung ist, desto mehr Zeit solltest du dir für die einzelnen Punkte nehmen. Wenn andere Personen in die Realisierung der Entscheidung mit eingebunden sind, musst du sie auf jeden Fall auch bei den anderen Schritten der Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch ein Like da und abonniere meinen Kanal.